den Ride Review Disney Park Updates sprechen wir über die aktuellen Neuigkeiten rund um die verschiedenen Disney Parks. Von Anaheim bis Tokio, von Baustellenbildern bis Events. Wir lassen nichts außen vor. In diesem Update geht es vor allem um die Ankündigungen der D23 Expo in Anaheim, dem Event für alle Neuigkeiten rund um Disney. Während der Präsentation zu den Disney-Parks stellte Schauspieler Neil Patrick Harris zahlreiche Neuheiten sowie Updates zu bestehenden Attraktionen vor. In diesem Video gehen wir im Detail auf die wichtigsten Highlights ein. Weitere Informationen zum Cars Land, Magic Kingdom. Auf dem Messestand Imagineering Horizons There's a Great Big Beautiful Tomorrow wurde das Modell des neuen Themenbereichs Piston Peak National Park präsentiert. Für die Attraktion Cars Ridge Run Rally war bislang nicht bekannt, ob die Fahrzeuge trackless unterwegs sein oder einer festen Streckenführung folgen würden. Auf dem neuen Modell ist nun zu erkennen, dass die Fahrzeuge einer festgelegten Strecke folgen. Bei der Attraktion treten die Fahrzeuge gegeneinander an und versuchen, die schnellste Rundenzeit durch den Nationalpark zu erreichen. Teil der Strecke sind unter anderem die sogenannten Camelback Humps, die für zusätzliche Fahrdynamik sorgen sollen. Auf dem Modell ist außerdem die zweite Attraktion des neuen Cars-Themenbereichs zu sehen. Der Flatride Miss Fritters Daredevil Spin-Along erinnert stark an ein Demolition Derby, wie man es beispielsweise aus Disneyland Paris kennt. Die Attraktion wird zudem einen schulbusgroßen Animatronic von Miss Fritter enthalten. Auch ein bislang nicht eindeutig zugeordnetes Gebäude sorgt nun für Klarheit. In der Vergangenheit gab es Spekulationen, dass es sich aufgrund der Nähe zur angrenzenden Attraktion um eine Haunted Mansion Bar handeln könnte. Nun ist jedoch klar, dass es sich dabei lediglich um eine Toilettenanlage für den Cars-Themenbereich handelt. Achterbahn fürs Villains Land, Magic Kingdom. Bisher gab es nur wenige konkrete Informationen zum geplanten Villains Land. Auf dem Imagineering-Messestand wurden jedoch erstmals 2 Modelle von Bäumen präsentiert, die Teil des sogenannten Dark Forest sein werden. Die Gestaltung der Bäume ist dabei deutlich von Schneewittchen inspiriert. Inzwischen steht auch fest, dass der Themenbereich tatsächlich den Namen Villains Land tragen wird. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die Disney-Bösewichte Dr. Facilier, Cruella de Vil und Maleficent. Die Handlung dreht sich um einen bösen Wunsch, durch den dunkle Magie freigesetzt wurde und nun das gesamte Land beeinflusst. Villains Land soll eine ähnliche Größe wie Star Wars Galaxy's Edge haben und insgesamt 2 Hauptattraktionen bieten. Die erste Attraktion wird eine spektakuläre Achterbahn rund um Maleficent. Die Besucher rasen dabei durch einen verzauberten Dornenwald rund um ihre Bergfestung. Disney verspricht dabei Fahrelemente, die es so bislang noch auf keiner Disney-Achterbahn gegeben hat. Die zweite Attraktion wird eine Bootsfahrt sein. In dem Dark Ride betreten die Besucher den Palast der bösen Königin und begeben sich tief hinab in die Katakomben. Die Fahrt wird sich um die böse Königin und ihren magischen Spiegel drehen. Es ist nicht bestätigt, dass es sich um eine Bootsfahrt handelt. Es könnte sich auch um einen Multimedia Dark Ride handeln, bei dem lediglich die Fahrzeuge als Boote gestaltet sind. Auch Cruella de Vil wird einen eigenen Bereich innerhalb des Themenbereichs erhalten und Teil der Geschichte von Villains Land sein. Weitere Details zum Carousel of Progress, Magic Kingdom. Das Update der Attraktion Carousel of Progress ist bereits in vollem Gange und umfasst unter anderem einen neuen Einstieg, der in den 1960er Jahren startet. Im Rahmen der Präsentation wurden erstmals die neuen Kostüme der Familienmitglieder sowie Ausschnitte aus einigen der überarbeiteten Szenen gezeigt. Außerdem wurde erstmals ein Bild aus einer neuen Szene gezeigt, die in den 1980er Jahren spielt. Die neue Version der Animatronic-Vorführung wird zudem um eine Einführung von Walt Disney ergänzt. Die Show wird von Jamie Lee Curtis und Bryan Cranston eingesprochen und soll Ende des Frühjahrs 2028 eröffnet werden. Die Attraktion in der alten Version schloss am 5. Juli. Spaceship Earth wird renoviert. Epcot. Spaceship Earth wird erstmals seit rund 20 Jahren umfassend aktualisiert und renoviert. Dabei erhält die Attraktion ein neues Konzept rund um das Thema Human Connection. Unter dem Motto »Die menschliche Verbundenheit auf einer Reise durch die Zeit« soll die überarbeitete Version künftig die Geschichte der Menschheit auf neue Weise erzählen.
Ein genaues Datum für die Schließung von Spaceship Earth für die anstehenden Renovierungsarbeiten wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Neue Achterbahn kommt nächstes Jahr. Hollywood Studios. Auf der Expo wurden verschiedene Monsterkreationen präsentiert, die später in Monstropolis zu sehen sein werden. Dazu gehören unter anderem eine zweiköpfige Taube und ein dreiäugiges Eichhörnchen. Zudem hat Disney den Namen der neuen Show im sogenannten Globe Theater, dem ehemaligen Theater von Muppet Vision 3D, bekannt gegeben. Die Show wird Welcome to Monstropolis with Sully and Mike heißen und einen eigens dafür komponierten Song mit dem gleichnamigen Titel Welcome to Monstropolis enthalten. Mike und Sully werden dabei als Hosts durch die Show führen. Teil des neuen Themenbereichs wird außerdem Harryhausens Restaurant sein, das aus dem Film Die Monster AG bekannt ist. Auch der Sushi-Chef, ein Oktopusmonster, wird als Animatronic Teil des Restaurants sein. Darüber hinaus wurden neue Animationen zur geplanten Achterbahn gezeigt. Die Fahrt beginnt mit einem vertikalen Lift, bei dem die Fahrzeuge innerhalb von 4 Sekunden rund 40 Fuß, etwa 12 Meter, nach oben gezogen werden. Anschließend werden die Fahrzeuge direkt in die Achterbahn gestartet. Der neue Themenbereich Monstropolis soll bereits 2027 eröffnet werden. Disney hat nach der Präsentation kommentiert, dass der Bereich in mehreren Phasen eröffnet wird. Zuerst sollen die Monster AG Show sowie die Restaurants eröffnen, anschließend die Achterbahn. Eine Eröffnung der Achterbahn im Jahr 2027 ist damit nicht garantiert. Neue Details zu Tropical Americas, Animal Kingdom. Schon länger war bekannt, dass es im Herzen des Themenbereichs Tropical Americas ein Karussell mit verschiedenen Disney-Tieren geben wird. Nun wurden erstmals Modelle der Figuren für das geplante Karussell präsentiert. Unter dem Namen El Carrusel de los Animalitos können die Besucher auf 22 verschiedenen Disney-Tieren Platz nehmen. Auch zur geplanten Encanto-Attraktion gab es neue Einblicke. Erstmals wurden verschiedene Tiere gezeigt, die als Animatronics Teil der Fahrt sein werden. Darunter befinden sich unter anderem ein Esel, ein Kapibara und ein Tukan. Insgesamt sollen rund 50 verschiedene Tiere Teil der Attraktion sein. Die Attraktion trägt den Namen Antonios Fiesta de Encanto. Alle originalen Schauspieler aus dem Film werden Teil der Attraktion sein und ihren jeweiligen Figuren ihre Stimmen leihen. Die Geschichte beginnt in der Casita rund um Antonios Gift Day, an dem er seine besondere Gabe erhält, mit Tieren sprechen zu können. Die Besucher werden dabei in die faszinierende Welt der Tiere mitgenommen. Auch die Fahrzeuge der Attraktion wurden präsentiert. Die beiden gezeigten Fahrzeuge unterscheiden sich in ihrer Gestaltung, was darauf hindeutet, dass jedes Fahrzeug individuell gestaltet sein wird. Ihr Design orientiert sich an den Möbeln und Einrichtungsgegenständen aus dem magischen Haus der Familie Madrigal, der Casita. Eine Größenbeschränkung für die Fahrt wird es nicht geben. Die Attraktion konnte zudem den Eindruck vermitteln, sich während der Fahrt über mehrere Etagen zu bewegen, ohne dabei tatsächlich große Höhenunterschiede zu überwinden. Möglich wäre dies durch den Einsatz einer neuen patentierten Technologie. Ob diese Technik tatsächlich in der Attraktion zum Einsatz kommen wird, wurde bislang allerdings noch nicht bestätigt. Auch zur geplanten Indiana Jones-Attraktion wurden neue Details präsentiert. Ein Modell des Tempels wurde gezeigt, der als Eingang zum Dinosaur-Nachfolger dienen wird. Der Tempel befindet sich bereits im Bau. Die Attraktion wird den Namen Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent tragen und in den 1950er Jahren spielen. Harrison Ford wird dabei erstmals Teil einer Indiana Jones-Attraktion sein. Für die Fahrt wurde ein digitales Modell des Schauspielers erstellt. In der Geschichte begeben sich die Besucher gemeinsam mit Indiana Jones auf die Suche nach einer mystischen Maya-Kreatur. Dabei führt die Reise durch ein geheimnisvolles Portal in die Unterwelt. Auf dem Weg begegnen die Besucher unter anderem Skorpionen, Fledermäusen und Schlangen. Am Ende der Fahrt wartet die größte Gefahr. Das Portal wird von einer übergroßen Schlange bewacht, der die Besucher schließlich gegenüberstehen. Der Yeti wird repariert. Animal Kingdom. Disney hat angekündigt, dass der Yeti-Animatronic in Disneys Animal Kingdom derzeit repariert wird. Kurz nach der Eröffnung von Expedition Everest wurde der Yeti außer Betrieb genommen, da seine starken Bewegungen die Struktur der Achterbahn gefährdeten. Seitdem wird die Figur lediglich durch Stroboskoplicht in Szene gesetzt. Das soll sich künftig wieder ändern. Der Yeti soll nach Abschluss der Arbeiten wieder in Bewegung zu sehen sein.
Avengers Campus Erweiterung. Disneys California Adventure. Ein Modell zur Erweiterung des Marvel-Themenbereichs wurde vorgestellt. Es zeigt die Showbuildings der beiden geplanten Attraktionen Avengers Infinity Defense und Stark Flight Lab. Zudem wurde bekannt gegeben, dass die Fahrzeuge für den Dark Ride Avengers Infinity Defense den Namen Infinity Transports tragen werden. Die Attraktion soll eine Kombination aus physischen Szenen und Medienelementen bieten. In einer Pre-Show mit Miss Marvel werden die Besucher rekrutiert und erhalten den Auftrag, dabei zu helfen, King Thanos zu stoppen. Auch bekannte Marvel-Darsteller werden Teil der Attraktion sein. Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Anthony Mackie und Robert Downey Jr. sollen in Avengers Infinity Defense zu sehen sein. Der Dark Ride sowie die Roboterarm-Attraktion Stark Flight Lab sollen 2028 eröffnet werden. Avatar wird gebaut. Disneys California Adventure. Nachdem es immer wieder Gerüchte gab, dass die Avatar Destination in Disney California Adventure nicht mehr gebaut wird und stattdessen ein Zootopia-Themenbereich entstehen könnte, ist nun klar, die geplante Avatar Destination wird weiterhin verfolgt. Bei den Gerüchten handelt es sich somit lediglich um Spekulationen. Das nun vorgestellte Modell zeigt eine beeindruckende Felsenlandschaft, die an die Landschaften aus dem zweiten Film Avatar: The Way of Water erinnert. Hinter der Felsenstruktur befindet sich voraussichtlich das Showbuilding der geplanten Avatar-Attraktion. Auch das Boot der Attraktion wurde erstmals gezeigt. Es soll Platz für bis zu 30 Personen bieten und voraussichtlich ein ähnliches Fahrsystem wie Pirates of the Caribbean im Shanghai Disneyland verwenden. Das Modell zeigt zudem die Monorail und wie diese vom neuen Themenbereich abgeschirmt werden soll. Weitere Details zur geplanten Attraktion wurden bislang noch nicht bekannt gegeben. Neue Details zur Coco-Themenfahrt. Der Besuch der neuen Coco-Attraktion beginnt in einem als Museum gestalteten Eingangsbereich, der sich mit der Geschichte der Familie Rivera beschäftigt und insbesondere Miguels Urgroßvater Hector in den Mittelpunkt stellt. Von dort aus steigen die Besucher in Boote und begeben sich auf eine Reise in das Land der Toten. Die familienfreundliche Themenfahrt wird ohne Größenbeschränkung auskommen und die Besucher tief in die Welt des beliebten Pixar-Films eintauchen lassen. Dabei wird die Musik aus Coco eine wichtige Rolle spielen und die Atmosphäre der Attraktion maßgeblich prägen. Die Geschichte der Attraktion spielt ein Jahr nach den Ereignissen des Films. Miguel blickt auf seine vergangenen Erlebnisse zurück, während die Besucher gemeinsam mit ihm in seine Erinnerungen eintauchen und dabei neue Bereiche der Coco-Welt entdecken. Die neue Attraktion wird am Pixar Pier unterhalb des Incredicoaster entstehen. Space Mountain kehrt zurück. Disneyland Paris. Die Originalversion von Space Mountain kehrt nach Disneyland Paris zurück. Im Jahr 2027 wird Star Wars Hyperspace Mountain schließen und anschließend wieder in die ursprüngliche Version Space Mountain de la Terre à la Lune verwandelt. Die ursprüngliche Version war bereits von der Eröffnung des Parks im Jahr 1995 bis 2005 zu erleben. Damit kehrt die Attraktion nach mehr als 20 Jahren zu ihrem ursprünglichen Konzept zurück. Neben der Jules Verne-Thematik soll auch der originale Soundtrack zurückkehren. Mit der Ankündigung wird ein Stück der ursprünglichen Space Mountain-Atmosphäre aus den Anfangsjahren von Disneyland Paris wiederbelebt. Am Rande der D23 Expo hat das Disneyland Paris auch noch eine neue Tagesparade angekündigt, welche 2028 Premiere feiern wird. Die aktuelle Parade Disney Stars on Parade läuft seit 2017. Scar wird Teil des Lion King Lands. Disney Adventure World. Nachdem bereits vor 2 Jahren auf der D23 Expo ein erstes Modell des geplanten The Lion King Themenbereichs vorgestellt wurde, präsentierte Disney nun weitere Details zur Erweiterung. Ein neues Modell zeigt unter anderem eine Szene mit Timon und Pumba sowie den großen Baum von Rafiki, der künftig im Themenbereich stehen soll. Dieser erinnert mit seinem Erscheinungsbild stark an das Wahrzeichen von Disneys Animal Kingdom, dem Tree of Life. Auch das Boot der geplanten Attraktion wurde erstmals gezeigt. Es bietet Platz für insgesamt 12 Personen und führt die Besucher durch eine Nacherzählung von Simbas Geschichte. Dabei wird unter anderem seine Konfrontation mit Scar der Höhepunkt sein. Zudem wurde erstmals ein neues Bild aus der Attraktion präsentiert, das einen weiteren Eindruck von der Gestaltung vermittelt. Tomorrowland-Erweiterung. Tokyo Disneyland. Rund um die Messe hat Tokyo Disneyland weitere Details zur Neuauflage von Space Mountain im Tomorrowland bekannt gegeben.
Die neue Version wird offiziell Space Mountain Earthrise heißen und soll im Frühjahr 2027 eröffnet werden. Das Grundkonzept des Vorgängers bleibt erhalten. Die Gäste begeben sich auf eine Indoor-Reise durch den Weltraum. Die Attraktion wird jedoch komplett neu gestaltet und erhält eine neue Geschichte, eine neue Architektur sowie ein neu entwickeltes Fahrsystem. Zu Beginn werden die Gäste per Launch von der Erde aus ins Weltall katapultiert, bevor sie sich auf eine immersive Reise durch den Kosmos begeben. Dabei sorgen Licht- und Soundeffekte für die Darstellung verschiedener Weltraumphänomene. Eine besondere Neuerung sind die Fahrzeuge, die erstmals bei einer Achterbahn im Tokyo Disney Resort über ein integriertes Audiosystem mit einem Onboard-Soundtrack verfügen werden. Auf der D23 Expo wurden zudem Modelle der neuen Züge und des neuen Showgebäudes am Messestand präsentiert. Auch der Name Earthrise hat eine besondere Bedeutung. Er beschreibt den Anblick der Erde, die vom Mond aus gesehen über dessen Oberfläche aufgeht. Ähnlich wie ein Sonnenaufgang. Laut Disney ist dieses Konzept einzigartig für die Tokyo-Version von Space Mountain und wird bei keiner anderen Space Mountain-Attraktion weltweit verwendet. Auch zur neuen Wreck-It Ralph-Attraktion, die den Buzz Lightyear-Shooter ersetzen wird, wurden weitere Details bekannt gegeben. Die Attraktion trägt den Namen Sugar Rush Sweet Rescue und soll ebenfalls im Frühjahr 2027 eröffnet werden. Sie wird die erste Wreck-It Ralph-Attraktion in einem Disney-Themenpark weltweit sein. Die Besucher betreten die zuckersüße Welt des Rennspiels Sugar Rush. Gemeinsam mit Ralph und Vanellope müssen sie die Spielwelt vor den sogenannten Sugar Bugs retten. Fehler bzw. Glitches, die vom Bösewicht King Candy verursacht wurden. Ziel ist es, die Sugar Bugs wieder in ihre ursprünglichen Formen zurückzuverwandeln. Disney beschreibt diese unter anderem als Gummibonbons, Cupcakes und andere Süßigkeiten. Marvel-Erweiterung Hongkong Disneyland. Ein Modell der geplanten Marvel-Version des Tower of Terror wurde vorgestellt. Im Mittelpunkt der großen Erweiterung der Stark Expo stehen unter anderem eine Avengers Quinjet Landing Plattform und das Avengers Research Testing Lab. Ein besonderer Fokus der neuen Attraktion und des Themenbereichs liegt auf Peter Parker, also Spider-Man, der gegen verschiedene Marvel-Bösewichte antritt. Das Gebäude soll einen rund 120 Fuß, etwa 37 Meter hohen Drop bieten und Elemente aus verschiedenen Marvel-Schauplätzen wie Asgard und Wakanda aufgreifen. The Imagineering Story Disney+. Die zweite Staffel der The Imagineering Story von Leslie Iwerks wurde angekündigt. Sie wird sich mit den zahlreichen neuen Projekten rund um die Disney-Parks und Resorts beschäftigen. Die erste Folge der neuen Staffel soll im Frühjahr 2028 veröffentlicht werden. Bereits im August wird mit Disney World Builders eine Dokumentation über die Entstehung verschiedener Themenwelten auf Disney+ veröffentlicht. 2 weitere Ankündigungen, Epcot und Disneyland Anaheim. Sehnsüchtig von den Fans erwartet, wurde nun ein Update der Attraktion Journey to Imagination in Epcot gegeben. Disney hat nun angekündigt, dass die Attraktion rund um Figment und den Dreamfinder in einer neuen Version umgesetzt werden soll. Figment, der kleine lila Drache, ist das Maskottchen von Epcot und zählt zu den beliebtesten Figuren des Themenparks. Weitere Informationen zur geplanten Neuauflage gibt es derzeit noch nicht. Auch eine Überarbeitung des Themenbereichs Tomorrowland wurde in Aussicht gestellt. Konkrete Details zu den geplanten Änderungen gibt es bislang ebenfalls noch nicht. Die Umgestaltung von Tomorrowland wird das Erbe des ursprünglichen Themenbereichs würdigen und gleichzeitig seine Zukunft neu denken. Das Disneyland Resort Anaheim möchte dabei bewahren, was die Besucher besonders schätzen und zugleich neue Erlebnisse und Möglichkeiten für die nächste Generation von Fans schaffen. Zum Schluss möchten wir von euch noch wissen, auf welche Neuheit freut ihr euch eigentlich am meisten? Das war's von uns. Wir sind raus, eure Uschi, euer Bro und euer Moritz fürs Ride Review Video Magazin.